Herzlich willkommen auf dem Kanal von SIP Scooter Shop. Ich bin der André und ich darf euch heute vorstellen unsere SIP Performance Kupplung. Der Zusammenbau dieser Kupplung beginnt mit der Verschraubung des Kupplungszahnrades und des Außenkorbes. Das wird nicht nur verschraubt, es wird zusätzlich verklebt. Diese Klebeverbindung kann ziemlich hohe Kräfte übertragen, sodass eigentlich die Schrauben nur noch die Funktion haben, die beiden Teile zusammenzuhalten. Die Verdrehsicherung macht eigentlich der Kleber. Also es sind deutlich mehr Einzelteile als bei einer Großer-Kupplung, das ist ein bisschen komplizierter also. So, dann können wir es festziehen. Schon gleich was. Wenn alle Schrauben soweit handfest sind, dann können wir sie mit dem Drehmomentschlüssel auf 5 bis 8 Newton nachziehen. Im großen Schraubenzieher können wir den Kupplungskorb gut halten. Das Kupplungszahnrad ist jetzt fest mit dem Außenkorb verbunden. Als nächstes können wir das Lager einsetzen, am besten mit viel Fett. Und dann auf der Innenseite die Anlaufscheibe aus Rotguss. Da rein kommt dann der Innenkorb, das ist der mit der Verzahnung. Schön fett an die Stellen, wo das Lager laufen soll. Und auch an die Stelle, wo die Anlaufscheibe läuft. So, das ist das Grundprinzip. Hier sieht man, auf der Kurbelwelle läuft der Innenkorb und der Außenkorb ist mit dem Getriebe verbunden. So kommt eine geringe Trägheit zustande. Dann gibt es die Grundplatte, das ist quasi der unterste Belag. Da kommen die Federn rein. Da geht jede Art von symmetrischem Muster. Man könnte auch zum Beispiel nur 3 Federn einsetzen. Wir machen heute 6. Das wird dann hier reingesetzt. Genau. So. Und dann gibt es ein spezielles Tool, das im Lieferumfang von der Kupplung mit drinnen ist, das die Kupplung zusammendrückt. Das kann man hier aufsetzen. Und das Werkzeug funktioniert auch für die normale BFA-Kupplung, aber auch für die SIP-Kupplung. Mit den 3 Schrauben können wir dann die Kupplung komprimieren und die restlichen Beläge einsetzen. Wenn jetzt der Innenkorb zusammengepresst ist, können wir die Beläge einsetzen, wie gewohnt mit Öl. Ist das das gute Getriebeöl von Jesko? Ja, das habe ich meinem Kollegen aus dem Schrank geklaut. Ich habe hier nämlich gar keinen eigenen Schrank. Ich räume es gleich wieder in Jeskos Schrank, dann merkt er es nicht. Oder? Krass, jetzt ist hier gar kein Platz mehr. Oh fuck! War super, alles wieder so hingestellt, wie es war. Das merkt er nie. So, jetzt geht's weiter. Also kommen die Beläge rein. Man muss sie nicht mehr über Nacht einwirken lassen. Es ist okay, wenn man einfach da ein bisschen Öl drauf macht, dass die nicht trocken laufen. Reibscheibe, Belag, immer abwechselnd. Es gibt bei dieser Kupplung auch keine gewölbten Scheiben und es gibt auch keine Reihenfolge, auf die man da unbedingt achten muss. Wenn alle Kupplungsbeläge soweit drin sind und die Deckplatte drauf, können wir den Sägering von der Vespa PK50 einsetzen. Klick, fertig. Und dann können wir langsam und vorsichtig die Federn wieder entspannen. Und dann können wir die Schrauben ganz rausnehmen. So, kommen die Schrauben raus.
Dann ist unsere Kupplung fertig. Den Rest des Motors baue ich dann zusammen, wie in meinen anderen Tutorials schon gezeigt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut und wir freuen uns auch über alle Kommentare von euch. In diesem Sinne, mit eurem eigenen Motor und eurer eigenen Vespa viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!